Hier auf dem Kanal haben wir euch zuletzt einige BFA-Teile für den Vespa Large Frame Motor von BFA vorgestellt. Inzwischen ist es 2020, mein Schreibtisch ist voll Arbeit, voll Zettel bis oben hin und es besteht die Gefahr, dass ich mich im nächsten Sommer langweile. 2 sehr gute Gründe, abzuhauen, wieder in die Werkstatt zu gehen und ein neues Projekt zu starten. Da mir der BFA 306 Motor im letzten Jahr wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, habe ich beschlossen, sowas brauche ich auch. Und wie dieser Motor entsteht, das möchte ich euch gerne in den nächsten Videos zeigen. Und wie das heutzutage ist, jedes Projekt beginnt hier, nämlich vor dem Computer. Ich habe die ZIP-Seite geöffnet, den ZIP-Shop und beginne jetzt einzukaufen und die Artikel, die ich benötige für den Motor, in den Warenkorb zu klicken. Und den Warenkorb, den könnt ihr später einsehen in der Videobeschreibung oder im Download-Bereich der jeweiligen Artikel. Wenn man einen BFA-Motor ganz neu aufbauen will, dann empfiehlt es sich, das Tuning-Kit zu wählen. In diesem Kit sind die wichtigsten Teile schon enthalten, die man für den Bau eines BFA-Motors braucht. Da ist zum einen natürlich das Motorgehäuse, dann die massive Kurbelwelle, der 306 Kubikzylinder und die schöne BFA-Kupplung. Das nächste, was man unbedingt benötigt beim Aufbau eines Motors, ist ein Getriebe. Damit man nicht alles zusammensuchen muss an Getriebeteilen, wenn man so einen Motor bauen möchte, haben wir schon mal ein paar Getriebe zusammengestellt mit unterschiedlichen Abstufungen als Vorschläge, die ihr sehr gut in der Art Motor verbauen könnt. Hier seht ihr 3 Varianten des Serie Pro-Getriebes. Das sind Getriebe, die ich empfehlen würde, weil die mit besonders hochwertigen Komponenten ausgestattet sind. Mit erstens einer verstärkten Antriebswelle, mit dem Krimatz-Vorgelege, was besonders einfach zu montieren ist und je nach Abstufung entweder mit Krimatz-Zahnrädern oder mit DRT-Zahnrädern und mit dem ZIP BFA-Schaltkreuz, was besonders widerstandsfähig ist. Ich wähle für den Motor, den ich jetzt gerne bauen möchte, wähle ich die Road-Version. Als nächstes die Zündung. Hier würde ich natürlich unsere ZIP Performance-Zündung bei Wape empfehlen. Und da gibt es eine spezielle Version für den 306 Kubik Motor. Die wurde deshalb nötig, weil der 306 Kubik Motor solche großen Überströmer hat, dass wir ganz wenig außen am Lüfterrad abnehmen mussten, damit es erstens passt. Und zweitens haben wir das Lüfterrad erleichtert, damit das Gewicht oder das hauptsächliche Gewicht der Kurbelwelle da ist, wo es hingehört, nämlich zwischen den Lagern und nicht außen am Lüfter. Wichtig sind auch noch die Nebenwelle und die Bremsnocke. Das sind im Prinzip auch normale PX-Teile, allerdings beides leicht gekürzt, damit sie in den BFA-Motor passen. Das könnt ihr entweder fertig bei uns im Shop bestellen oder ihr könnt das selber machen. Um wie viel beides gekürzt werden muss, steht in der Anleitung, die beim BFA-Motor mitkommt. Ein sehr profanes, aber dennoch sehr wichtiges Teil für jeden Motor ist die Bremstrommel. Meine Empfehlung hier ganz klar ist die Bremstrommel ZIP hinten, weil hier wurde eine hochwertige Piaggio-Bremstrommel umgebaut, nämlich die Lusso-Bremstrommel ohne Simmering-Sitz. Hier wurde ein Simmering-Sitz eingebracht und damit ist das aktuell eine Bremstrommel auf dem Markt, die sehr zuverlässig ist und eine sehr gute Qualität hat. Es gibt noch ein paar Kleinteile, die eigentlich aus dem Piaggio-Regal kommen, die aber leicht abgewandelt werden müssen, damit sie im BFA-Motor passen. Das ist zum ersten das Kickstarter-Zahnrad, das ist leicht abgedreht, das haben wir fertig bearbeitet im Programm. Das werfe ich in den Warenkorb. Außerdem haben wir Kickstarter, die modifiziert sind, um mit den beengten Verhältnissen für die Verschraubung besser auszukommen. Ich wähle jetzt für mich das Rallye-Modell aus. Bei dem PX-Modell müsst ihr etwas aufpassen. Da kann es sein, dass die obere Biegung des Kickstarters manchmal angeht an der unteren Verschraubung der Lüfterradabdeckung. Ich habe jetzt alle Artikel in meinen Warenkorb und bestelle. Und jetzt gehe ich runter, versuche den Postboten abzufangen, damit ich euch zeigen kann, wie es mit dem Motor weitergeht. Hi Olli, ist ein Paket für mich angekommen? Ich schon. Ist aber schwer. Super, vielen Dank. So, dann wollen wir das Ganze mal auspacken.
Wir haben für euch jetzt die SIP-Pakete ausgepackt. Hier auf dem Tisch sollte im Prinzip alles sein, was ich vorher in den Warenkorb getan habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, denn mit den Teilen, die ihr hier seht, sollte es möglich sein, einen kompletten SIP BFA 306 Motor zusammenzubauen. Ich fange kurz mit dem Teil an, was nicht mehr auf den Tisch gepasst hat. Und zwar ist das der 306 BFA Auspuff. Wie ihr seht, ist er sehr schön verarbeitet, aus sehr vielen Segmenten geschweißt und er hat natürlich auch einen sehr großen, sehr voluminösen Belly. Das ist immer etwas schwer unter dem Roller unterzubringen, aber BFA hat das sehr gut gelöst. Der Belly sitzt genau zwischen den Rädern. Das führt dazu, dass man weiter die volle Schräglagefreiheit hat. Als nächstes haben wir hier das Motorgehäuse, natürlich der Kern des ganzen Aufbaus. Das kommt mit einer ganzen Reihe an Schrauben und Anbauteilen. Hier haben wir ein paar Original Piaggio-Teile, die wir für die Kühlung brauchen. Einen leicht modifizierten Kickstarter, damit er auf das Motorgehäuse vom BFA passt. Dann haben wir den Ansaugstutzen mit Membran. Hier vielleicht eines der wichtigsten Teile im SIP BFA Motor, die extrem massive und schwere Kurbelwelle mit der Verzahnung für die Kupplung. Sehr robust, damit kann sie den Belastungen in dem Motor standhalten und ein ganz wichtiger Vorteil, sie läuft sehr laufruhig. Was haben wir noch? Wir haben hier den 306er Zylinder mit seinem besonders großen Überströmsystem und dem Schmiedekolben mit der 78 mm Bohrung. Die BFA-Kupplung habe ich euch bereits vorgestellt. Hier ist eine besondere Variante der SIP-Warp-Bezündung mit einem leicht modifizierten Lüfter. Wie ihr seht, ist der erleichtert, erstens, und zweitens ist er ein wenig flacher. Dadurch passt er mit den großen Überströmern des 306 Kubik Motors zusammen. Was habe ich noch? Hier sind eine ganze Menge Kleinteile, eine Schaltraste. Ich habe jetzt für dieses Video eine Originale genommen. Meine Empfehlung, um auf Nummer sicher zu gehen, ist die Motorino Diabolo Schaltraste. Die führt dazu, dass man sich weniger verschalten kann. Dann ist hier noch unsere Serie Pro Bremstrommel, die meiner Meinung nach die beste Qualität liefert, damit man auch sicher den Kontakt zwischen Reifen und Motor herstellen kann. Was ich euch als letztes ganz kurz vorstellen möchte, ist das Getriebe, was ich hier jetzt mit auf den Tisch gelegt habe. Und zwar ist das unser Serie Pro Getriebe in der Rotausführung. Und das beinhaltet einige recht interessante Teile. Als erstes wäre da die verstärkte Antriebswelle. Ihr seht, dass sie einfach dicker ausgeführt ist im Durchmesser und dadurch weniger dazu neigt, sich zu verwinden. Außerdem wurden überall auch die letzten Toleranzen ausgenutzt, um eine möglichst große Auflage für die Bremstrommel zu bieten. Das Material ist natürlich auch sehr gut gewählt, also eine schöne Verstärkung für den Antrieb. Dann verwende ich in dem Set DRT-Getriebe aus einem Stahl, das DRT selber F1-Stahl nennt. Was auch immer das ist, es funktioniert gut. Dann haben wir eine Vorgelegewelle von Krimatz. Das Besondere an diesem Vorgelege ist, dass sich der Ruckdämpfer und das Primärzahnrad besonders einfach montieren lassen mit Schrauben. Das funktioniert sehr schön. Und in diesem Kit bekommt ihr auch mit schon ein ganzes Set an unterschiedlichen Distanzscheiben, um das Getriebe auch genau und exakt auszudistanzieren. Als letztes noch unser SIP BFA Schaltkreuz. Das ist zwar leider nicht ganz billig, aber auf der anderen Seite bietet es eine wirklich sehr, sehr gute Qualität und es gehört zu den am höchsten belasteten Teilen im Motor und von daher denke ich, an der Stelle sollte man nicht sparen. So, ich denke, die meisten dieser Teile werden wir noch mal genauer sehen, wenn ich den Motor zusammensetze. Als nächstes geht es damit weiter, dass das Motorgehäuse mit Lagern ausgestattet wird und die Anbauteile montiert werden. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, damit ihr es nicht verpasst. Drückt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.